Pyramiden von Gizeh, die Große Mauer von China, der Berliner Flughafen. Ab heute kommt noch ein weiteres Großbauprojekt der Geschichte dazu, nämlich der Bau der Lego Titanic. Okay, vielleicht nicht ganz so große Dimensionen wie die Mauer, die Pyramiden und der Berliner Flughafen, aber dennoch ein mit Sicherheit interessantes Bauprojekt. Vor allem, weil ich die Titanic nicht ganz so bauen werde in der vorgesehenen Reihenfolge, wie Lego es wohl vorgesehen hat, aber dazu später mehr. Zunächst mal herzlich willkommen bei meinem allerersten YouTube-Channel. Mein Name ist Michael Neumüller und ich möchte, wie gesagt, ab heute mit euch in den nächsten Wochen zusammen die Titanic von Lego bauen. Und ich möchte mal beginnen mit dem Karton, als die Titanic hier bei mir ankam. Und der war, naja, sagen wir mal, nicht ganz so klein. Ich hole ihn gerade mal, nicht wundern, wenn ihr gleich außer dem Karton gar nichts mehr hier auf dem Tisch sehen könnt. Okay, ich nehme an, ihr seht mich nicht mehr und wahrscheinlich auch sonst nicht mehr sehr viel. Das ist der Umkarton, in dem war dann die Titanic drin. Ich drehe ihn gerade mal rum. Ja, also bei diesem Karton war von außen nichts zu sehen, was sich darin verbirgt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ansonsten, naja, wer weiß, was dann damit passiert wäre. In diesem Umkarton war dann als nächstes folgender Karton. Nämlich dieser hier. Ja, auf diesem, wie man sieht, da prangt jetzt auch schon schön das Logo von Lego und darin befand sich dann der eigentliche Karton mit der Titanic und den werde ich jetzt auf den Tisch holen. So. Der ist etwas schwerer als die beiden leeren Kartons. Ja, wie man sieht, nicht gerade wenig. Darin sind dann 9090 Lego-Steine, die am Schluss, wenn alles soweit geklappt hat, hier die Titanic ergeben. Ja, und damit möchte ich auch starten. Ich starte erstmal eine Stoppuhr, weil ich ganz am Ende wissen möchte, wie lange ich insgesamt für die Titanic benötigt habe. Okay, die Uhr läuft. Ja, als erstes werde ich mal diesen Karton hier öffnen und dann das, was da drin ist, herausholen. Er ist verklebt hier mit 2 Klebestreifen. Dann nehme ich doch einfach mal ein Messer. Ja, der Platz hier ist ein bisschen eng. Ich versuche dennoch, das Ganze jetzt hier mal irgendwie ins Bild zu bekommen, wenn es nicht ganz so hinhaut. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Ja, wie man sehen kann, sind in diesem Karton 3 weitere, durchnummeriert mit 1, 2 und 3. Und die hole ich jetzt mal auch hier raus.
Nummer 1, wie man erkennen kann, befindet sich darin das erste Drittel des Schiffes, der Bug. Dann haben wir hier Box Nummer 2, deutlich zu sehen hier der Mittelteil des Schiffes. Und dann wohl keine große Überraschung, Box Nummer 3, darin befindet sich dann der dritte Teil, das Heck. Und wir starten natürlich dann gleich mit Box Nummer 1, mit dem Bug. Und dadurch, dass Lego das Schiff aufgeteilt hat in 3 Teile, ist es wohl auch so vorgesehen, dass man erst komplett Box 1 baut, dann Box 2 und dann Box 3. Aber genau das werde ich nicht tun, sondern ich möchte die Titanic so bauen, wie sie eigentlich auch ursprünglich in echt gebaut wurde, nämlich in ihrer kompletten Länge von unten nach oben. Und das hat noch einen weiteren Grund, weil ich gleich während des Bauens der Titanic ein Beleuchtungskit mit einbauen möchte. Ich habe mir 2 Stück gekauft. Einmal dieses hier von Game of Bricks. Das ist das Advanced Kit mit Fernsteuerung, damit man die Beleuchtung auch eben aus der Ferne einschalten kann. Neben diesem Beleuchtungskit von Game of Bricks habe ich aber noch ein zweites, nämlich das hier von Brickshine. Warum 2 Stück? Bei dem von Game of Bricks ist eine Sache beziehungsweise sogar 2 Sachen sehr schön gegenüber dem anderen. Bei diesem Beleuchtungskit sind auch die Bullaugen im Rumpf beleuchtet und die beiden Positionsleuchten, Backbord und Steuerbord, rot und grün. Während bei dem Beleuchtungskit von Brickshine, da ist das Schöne, auch das ist die Advanced-Variante, da sind Dampfmodule dabei, damit man die Schornsteine dann auch schön mit Dampf betreiben kann. Und das fand ich eben auch eine sehr schöne Sache. Und deswegen, das ist dann noch die weitere kleine Herausforderung, also die Titanic in ihrer gesamten Länge von unten nach oben bauen. Parallel dann, immer wenn es notwendig ist, das Beleuchtungskit von Game of Bricks mit einbauen und am Ende das Ganze noch zu kombinieren mit den Dampfmodulen aus dem Beleuchtungskit von Brickshine. Ich habe im Vorfeld schon beide Beleuchtungskits überprüft, dass alle LEDs funktionieren, das ist schon erledigt und das war natürlich das Wichtige, die Stecksysteme passen. Ich kann also die Dampfmodule hier aus diesem Beleuchtungskit mit dem anderen Beleuchtungskit kombinieren. Wie das Ganze dann aussehen wird, wie es funktionieren wird, naja, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen sehen. Im Moment brauche ich beide noch nicht. Stattdessen starten wir mit Box Nummer 1, mit dem Bug. Schauen wir mal, was darin ist. Ja, Box 1, wie schon gesagt, hier haben wir den Bug. Auch hier 2 kleine Klebestreifen. Und da kommt auch wieder mein schönes Skalpell zum Einsatz. Okay, jetzt wird es gleich laut. Ja, wie man sieht, jede Menge Päckchen.
Ich nehme mal an, wenn ich die jetzt in die Hand nehme, das wird dann sehr laut im Video, deswegen lasse es erst einmal. Hier haben wir einen Umschlag. Ich gehe mal davon aus, dass hier drin die Bauanleitung ist. Und da schaue ich jetzt auch gleich als erstes mal rein. Was mir noch auffällt, hier liegen lose, nicht in einer Tüte, 3 dünne Stäbe. Naja, die werden auch ihre Aufgabe haben. Die lege ich schon mal beiseite. Schauen wir jetzt mal hier in diesen Umschlag rein, in diesen doch sehr dicken Umschlag. Da wird, schätze ich mal, wie schon erwähnt, die Bauanleitung drin sein. Auch hier wieder Klebestreifen. Ja, Bauanleitung. Es steht drauf Book 1. Und Book, also Buch, trifft es ganz gut. Wie man sieht, ist das jetzt nicht gerade eine sehr kleine Bauanleitung, sondern schon etwas umfangreicher. Da haben wir die Flaggen. Auch diese sind hier im Umschlag Nummer 1. Auch die lege ich schon mal beiseite. Und den Umschlag, der kommt weg. Gut, wir haben hier ja jede Menge Tüten. Ich werde die jetzt mal sortieren, da das ziemlich laut ist. Mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Da bin ich wieder. Ich habe in der Zwischenzeit alle Tüten aus Box 1 mal sortiert. Liegen hinter mir auf dem anderen Tisch. Sie sind durchnummeriert von 1 bis 12. Die meisten Nummern kommen doppelt vor, so wie die Nummer 1. Die Nummer 12 zum Beispiel kommt nur einmal vor. Die lege ich jetzt auch wieder nach hinten auf den anderen Tisch. Ja, die Tüten der Nummer 1 habe ich in der Zwischenzeit schon geöffnet. Einmal die große Tüte. In der großen Tüte war wiederum eine noch kleinere Tüte drin mit den Kleinstteilen. Das ist bei den meisten dieser Tüten so, dass innerhalb der großen Tüte nochmal eine solche kleine drin ist. Ja, und damit würde ich sagen, starte ich mal. Ich schütte jetzt mal alles hier in die Schüssel rein und dann geht es los mit dem ersten Teil der Titanic. Ja, Buch Nummer 1 und wir starten. Die Anleitung ist auf Englisch. Hier stehen zu Beginn schon ein paar Informationen zur Titanic. Ich möchte jetzt hier aber nichts über die historischen Daten erzählen. Das kennt man oder man kann es nachlesen. Es geht jetzt ja hier um den Bau der Lego Titanic und nicht um die historische, die Original Titanic. Hier ist ein schönes Bild von ihr auf der zweiten Seite direkt in dem Buch. Und ich blättere weiter. Ja, hier sind weitere Bilder auf den nächsten Seiten und noch weitere Beschreibungen zu ihrem Schwesterschiff, der Olympic. Technische Daten. Das kann man alles selbst im Internet nachlesen. Das möchte ich jetzt hier, wie gesagt, nicht erzählen. Sondern ich gehe hier direkt weiter und jetzt kommen wir zu unserer Lego Titanic. Hier wird ein Werkzeug beschrieben, der Brick Separator. Ein kleines Plastikwerkzeug, um Lego-Steine wieder zu entfernen. Ich schätze mal, der ist jetzt hier irgendwo dazwischen. Ja. Hier haben wir ihn, den lege ich mal beiseite. Vielleicht werde ich ihn mal
brauchen. Ja, also die erste Box oder das, was in der ersten Box gebaut wird, das ist, wie man hier sieht, nochmal weiter unterteilt in einen vorderen Teil, einen hinteren Teil und hier die Aufbauten mit Schornstein, Oberdecks und Mast. Und hier steht auch dabei, welche Tüten benötigt werden. Für den vorderen Teil 1 bis 4, dann 5 bis 7 und für den Rest 10 bis 12. Ich werde, wie schon gesagt, nicht komplett bis nach oben bauen, sondern nur bis zu dem schwarzen Teil des Rumpfes, weil hier kommen dann die Bullaugen und da möchte ich ja dann parallel zum Bau der Lego Titanic auch das Beleuchtungskit von Game of Bricks mit verbauen, weil dort eben auch die Bullaugen beleuchtet sind. Und um das eben gleichmäßig zu machen, werde ich jetzt aus der ersten Box nur bis hier unterhalb der Bullaugen bauen. Dann kommt die zweite Box, genau das gleiche Spielchen, und in der dritten Box ebenso das Ganze. Ja, und dann wird das hoffentlich sukzessive von unten nach oben unser Schiff hier anwachsen, bis es dann am Schluss fertig ist mit der kompletten Beleuchtung und den Dampfmodulen von dem zweiten Beleuchtungskit. Ja, damit würde ich sagen, ich starte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Vielleicht habt ihr ja dann auch Lust, euch die Titanic zuzulegen von Lego. Oder ihr habt sie vielleicht schon selbst gebaut. Dann hattet ihr ja schon den Spaß. Jetzt werde ich aber den Spaß haben, weil das ist ja das Interessante, eben mit Lego spielen oder vielleicht besser bauen. Ja, es geht los mit dem Bug und dem Well-Deck. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, was auf Deutsch das Well-Deck ist. Ist hier auch noch mal ein bisschen beschrieben, dass das hier vorne das Well-Deck, wo auch die Anker sind, der Schiffsname, die Kräne, um eben Fracht an Bord zu holen. Das kennt man vielleicht aus dem Film mit diesem Oldtimer. Wer den Film Titanic gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Gut, und damit starte ich hier mit den Tüten Nummer 1. Ich habe sie hier bereits ja in meiner Schüssel. Und es geht los. Der erste Schritt ist getan. Der Grundstein, wenn man so möchte, ist gelegt. Und jetzt geht es weiter, bis dann eben das hier alles verbaut ist. Ich bin auch gespannt, ob natürlich alles da ist. Ob vielleicht was fehlt, das wollen wir mal nicht hoffen. Ich lasse mich überraschen. Ja, im Moment erinnert mich das noch so ein bisschen auch an so einen Sternenzerstörer von Star Wars. Ein bisschen was von einem Raumschiff, aber natürlich ist es auch schon zu erkennen, dass es ein Teil von einem Schiff natürlich sein kann. Vorne der Bug, was es natürlich auch so ist. Ja, es nimmt langsam Gestalt an, unser Schiff, aber wir sind noch weit natürlich entfernt vom Ziel.
jetzt lässt sich doch schon unsere Bugspitze erkennen. Der erste Teil ist damit hier jetzt auch gebaut. Ja, also was auffällt, es sind sehr viele unterschiedliche Steine und auch sehr viele unterschiedliche Farben, wie man allein an diesem Teil jetzt hier sieht. Einmal rund, einmal eckig, einmal glatt, einmal mit Noppen und farbtechnisch braun, gelb, blau, schwarz, beige, weiß, rot. Es ist so ziemlich alles vertreten. Gut, davon sieht man nichts mehr später. Das ist ja die Innenstruktur. Und ich kann mir gut vorstellen, warum man diese vielen Farben genommen hat. Es macht es natürlich einfacher hier mit dem Bauen, weil man besser erkennen kann, was neu dazukommt, was bereits da ist. Auch die unterschiedlichen Formen. Das ist natürlich ein sehr breites Sortiment an Steinen, die da verwendet werden. Und ich denke, es wäre auch viel schwieriger zu bauen, wenn das alles in einer Farbe wäre und auch von den Steinen her relativ einheitlich. So macht es die ganze Sache natürlich einfacher. Und für Lego hat es mit Sicherheit den Vorteil, dass man einmal quer durch die gesamte Bandbreite der verfügbaren Steine durchgeht, um da möglichst viel auch loszubekommen. Aber schon auf jeden Fall ja, eine sehr geniale Konstruktion kann man jetzt, denke ich, schon sagen. Also allein darauf zu kommen, das so zu bauen, finde ich schon genial. Und ich denke mal, auch der Rest, der wird mit Sicherheit genauso sein. Ja, unsere Bugspitze, wie man hier deutlich sieht, nimmt Gestalt an. Das ist die eine Seite. Ja, und die andere kommt jetzt direkt danach. Die Schüssel wird langsam auch leerer. Mal sehen, ob was fehlt oder ob nichts fehlt. Damit hat unsere Titanic ihre Bugspitze, zumindest den unteren Teil. Wir sehen ja auch schon einen Teil des schwarzen Rumpfes. Noch sind hier keine Bullaugen, die kommen wohl erst auf der nächsten Ebene. Jetzt habe ich sie ja doch schon glatt wieder kaputt gemacht. Schauen wir ja mal weiter. Ja, und wir sind auch fertig. Hier geht es jetzt dann weiter mit Tüte 2.
und bedeutet aber auch, dass nichts gefehlt hat. Im Gegenteil, erfreulicherweise. Es ist sogar was übrig geblieben und das finde ich ganz schön. Gerade bei diesen Kleinstteilen, wenn da mal was verloren geht, ist das ganz gut, wenn da noch was da ist. Also nichts zu wenig, im Gegenteil, es war mehr da als benötigt. Und wir haben den ersten Bauabschnitt fertig. Vorne bereits, wie schon gesagt, mit unserer Bugspitze. Mit den Tüten 2 mache ich beim nächsten Mal weiter. Das war's erstmal heute für das erste Video zum Einstieg. Ich werde jetzt gleich noch die Uhr stoppen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht wieder, wenn es weitergeht mit Teil 2 beziehungsweise den Tüten Nummer 2, Teil 2 hier unseres Buges. Bis dahin, alles Gute, tschüss!